Auf die Barrikaden, wehrt euch, leistet Widerstand. Hunderte junge Menschen wehren sich gegen den Bau einer Autobahn in der Mitte Deutschlands. Sie haben ihr normales Leben aufgegeben und sind in Baumhäuser gezogen, um den Wald vor der Abholzung zu schützen. Ich habe in mir eine Sehnsucht, dass dieser Wald stehen bleibt, als Symbol dafür, dass eine Veränderung möglich ist. Wer ist diese neue Generation von Klimaaktivisten? Zehn Minuten braucht Joschik, wenn sie an ihren Schlafplatz in 25 Meter Höhe kommen will. Joschik ist nur ein Tarnname. Ihren bürgerlichen Namen verrät sie nicht, auch nicht ihr Alter. Sie hat sich entschieden, einen Baum im Wald zu besetzen, um auf den Klimawandel hinzuweisen. Aber irgendwann soll der Wald gerodet werden. Als Joschik hier vor 4 Monaten eingezogen ist, war es Sommer. Jetzt kommen langsam die Herbststürme auf. Deswegen will ich dieses Baumhaus ein bisschen winterfester machen. Besonders wenn ich davon ausgehe, dass wir bald geräumt werden. Und dann werden wir sehr viel Zeit hier verbringen. Und auch viele Menschen sein. Das heißt, wir brauchen jeden trockenen Ort. Das Baumhaus haben Joschik und ihre Mitstreiter aus alten Holzresten gebaut. Mit Seilen sind die Latten im Baum befestigt. Joschik will die 200 Jahre alte Eiche schonen. Ich nenne den Baum Tante Beate, weil ich immer das Gefühl habe, dieser Baum verhält sich wie so eine alte Lady, die im Sturm nicht mehr so richtig viel Lust hat, sich mitzubewegen. Der Baum schenkt mir richtig viel, ein Gefühl der Verbundenheit, ein Gefühl des Vertrauens und Zuversicht. Joschik lebt hier auf 12 Quadratmetern mit 4 anderen Aktivisten, die aber nicht vor die Kamera treten möchten. Wenn wir alle 4 da sind, wenn ein Mensch dann hier wuselt und was macht, dann machen wir es so, dass die Menschen halt auf dem Bett warten oder halt rausgehen in die 2. Etage. Joschik hat Politikwissenschaft studiert. Dass sie etwas über eine politische Karriere verändern könnte, glaubt sie aber nicht. Wenn ich wirklich dafür einstehen will, wofür ich kämpfe, und das ist eine Welt, die eine Zukunft hat, und zwar eine Zukunft, in der alle ein gutes Leben haben können, dann habe ich den Anspruch an mich, das jetzt schon zu starten. Ich glaube, dass der Protest hier auch, wird gesagt, er ist radikal, aber radikal bedeutet, etwas an der Wurzel anzufassen. Und das tun wir hier, weil wir sehen alle, wir leben in einem System, was wir selber erschaffen haben und das gerade scheiße läuft. Seit einem Jahr haben die Baumbesetzer in diesem Wald in Hessen hunderte Bauten und Barrikaden errichtet. Alles Hindernisse für die anstehende Rodung. In einem dieser Baumhausdörfer, genannt Barrios, lebt Joschik. Ihr Barrio heißt Oben. Seit die Räumung begonnen hat, kommen jeden Tag neue Unterstützer im Wald an. Aus Deutschland, aber auch aus Österreich, Tschechien und Dänemark. Vor allem Studenten und Azubis. Mehr als die Hälfte von ihnen sind Frauen. Ich bin neu im Wald und ich bräuchte eine Hilfe bei der Orientierung. Irgendwie hänge ich da gerade. Also für die Leute, die hier neu sind, es gibt täglich eine Liste mit den Aufgaben. Und es wäre super, wenn jeder sich selber organisiert. Wir geben hier nichts vor, wer was machen muss. Jeder schaut selber danach oder macht es, wenn er Zeit hat. Also zum Beispiel Brennholz hacken oder Wasser holen oder Dinge in der Küche vorbereiten.
Also ich sehe gerade, wir haben nicht mehr so viel Brennholz. Vielleicht können wir Brennholz machen? Jeder darf sich hier nach seinen Wünschen einbringen. Für die Biologiestudentin mit Waldnamen Eugene aus Tschechien ist das ungewohnt. Für mich ist es interessant, dass es keine Hierarchie gibt. Und es gibt keinen Anführer, der sagt, was zu tun ist. Aber trotzdem übernimmt jemand die Aufgaben, weil er das Gefühl hat, etwas muss für die Gemeinschaft gemacht werden. Das ist einfach total nett. Zum Frühstück gibt es heute Porridge. Ein Essen, das im Wald den ganzen Tag warm hält. Alle Barrios sind über Walkie-Talkies verbunden. Plötzlich wird es ernst. Wir brauchen Leute, die bereit sind, auf die Traversen zu gehen. Die Polizei beginnt die Räumung am äußeren Rand des Waldes. Die Waldbesetzer stellen sich auf einen langen Tag in den Bäumen ein. People auf oben, maybe we can all shortly gather. Vielleicht stellen wir uns alle ganz kurz in einen Kreis, bevor wir alle irgendwie wegrennen. Ich kriege gerade die Nachrichten über die Dani-Ticker-Gruppe, dass in drüben Bodenräumungen passieren. Die Polizei kündigt das an und die Küche bei denen wurde schon zerstört. Ich glaube, ich möchte eigentlich nur noch mal ganz kurz sagen, dass wir aufeinander achten und halt auch darauf achten, dass wir uns nicht verlieren. Achtet aufeinander, dann sind wir zusammen gefährlich. Wenn ihr zurückkommt, ich bin da und ich habe ein offenes Ohr für euch. Whatever happens. Danke. Okay. Go. Bepackt mit Klettergurt und Hängematten geht es los zum 2 Kilometer entfernten Waldrand. Dort wollen sie sich in die Bäume hängen, um die Rodung so schwierig wie möglich zu machen. Jošek bleibt zurück und bewacht das Barrio. Anscheinend wollten sie wirklich heute loslegen und fangen an, Sachen zu zerstören. Jetzt, ja, wird's ernst. Die Räumung beginnt. Ohne Gewalt, aber mit so viel Widerstand wie möglich, lassen sich die Besetzer in Gewahrsam nehmen. In den Dörfern der Umgebung wird schon lange über den Autobahnbau diskutiert. Während sich andernorts die Anwohner freuen, wenn der Verkehr umgeleitet wird, geht für die Bewohner im hessischen Homberg-Ohm etwas verloren. Barbara Schlemmer hat sich einer Bürgerinitiative angeschlossen. Meine Heimat, wie ich sie jetzt gekannt habe bis jetzt, wird jetzt zerstört. Abgesehen davon, dass wir unseren Wald verlieren, in großen Teilen wird ja auch die Landschaft umgegraben regelrecht. Das geht ja alles verloren und das gehört ja zu dem Heimatgefühl dazu letztendlich. Seit einem Jahr organisiert Barbara Schlemmer jeden Sonntag Waldspaziergänge. Eine Protestveranstaltung des Bündnisses Keine A49. Heute sind 300 Menschen aus ganz Deutschland angereist. Alle, die an mir vorbeischreiten, schreiten jetzt auf die Trasse drauf. Und wenn wir jetzt weitergehen, rechts kommen die Fällungen und die Gebiete, wo schon geräumt worden ist. Menschen, die sonst nicht zusammenkommen würden, treffen sich im Wald. Öko-Aktivisten aus ganz Europa und Anwohner aus der Gegend. Du bist nicht bereit! Du bist nicht bereit! Du bist nicht bereit! Der Baumsachverständige Philipp Funk lebt in der Region und unterstützt den Protest seit 4 Monaten. Dieser Wald ist ein alter Wald. Und das ganze Waldökosystem ist über mehrere tausend Jahre so gewachsen. Und dieses System kann ihn nicht ersetzen. Das wird einfach weggebaggert und ist damit für immer verloren. Einmal habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich mich nicht gleich drum gekümmert habe, sondern erst gekommen bin, als die Aktivisten den Wald besetzt haben und erst dann entdeckt haben, habe den Wert dieses Waldes. Und deswegen finde ich auch den zivilen Ungehorsam hier so wahnsinnig wichtig, um die Bevölkerung und die Politiker aufzuwecken. Die neue Trasse läuft quer durch ein Wasserschutzgebiet. Was das zukünftig für die Trinkwasserversorgung bedeutet, weiß niemand.
85 Hektar Wald werden für die neue Autobahn gerodet. Joschik hat heute Küchendienst. Der Brennholzofen hat schon einige Waldbesetzungen hinter sich und wurde vom Hambacher Forst hierher geschafft. Aus dem benachbarten Baumhausdorf kommt Fruchtzwerg zu Besuch. Auch der Student der Anthropologie hat sich einen Waldnamen gegeben. Ich habe mir gedacht, ich helfe dir noch ein bisschen. Juhu. Ich fühle mich so ein bisschen so wie die Mama, die so hier bleibt und alle Kinder sind weg. Ich hoffe, dass sie heile wiederkommen. Auf Plastikschwämme wird im Wald verzichtet. Und sie sparen Wasser, seit sie in den vergangenen Dürrejahren gemerkt haben, dass das immer knapper wird. Wir hatten dieses Jahr schon die ersten Dörfer, die hatten kein Wasser mehr. Und hier wissen wir, wie wichtig Wasser ist. Es ist so kostbar und das spüre ich hier jeden Tag. Und wenn wir weiter so etwas zerstören, ich weiß es nicht, was Menschen denken, wie wir dann überleben sollen. Fruchtzwerg hat erst mit Fridays for Future auf der Straße demonstriert. Dann ist er vor ein paar Monaten in den Wald gekommen. Ja, ich glaube, viele haben schon so ein bisschen die Hoffnung an die Politik aufgegeben. Also an irgendeinem Punkt liegt es halt nicht mehr an uns. Ganz lang haben wir versucht, mit der Politik zu reden und haben versucht, da irgendwie diesen Weg zu gehen. Und irgendwie ist ja schon dann auch so eine Enttäuschung da. Der Rückzug in den Wald war für sie der letzte Ausweg. Jeden Tag macht Joschik einmal den Fußmarsch an den Rand des Waldes. Hier ist die Küfa, die Küche für alle. Gekocht wird hier nur aus Lebensmittelabfällen. Oder Dorfbewohner kommen und geben Lebensmittelspenden ab. Wie wir sehen, ist das Essen aber noch voll in Ordnung. Und dann können einfach Menschen aus dem Wald hierher kommen und sich das einpacken, was wir brauchen. Und es ist immer genug für alle da. Die Küche ist zum Treffpunkt geworden. Auch Barbara Schlemmer kommt regelmäßig her. Zwiebeln sind ja gut. Das ist ja antiseptisch, gegen Erkältung, alles Mögliche. Habt ihr Ingwer? Ingwer ist auch gut, wärmt. Aber ist hier auch leider gerade nicht. Kann ich euch mal besagen. Ingwer hat wärmende Eigenschaften. Soweit. Und dir? Barbara Schlemmer ist erschüttert, wie weit einige Aktivisten bei ihrem Klimakampf gehen. Ich habe gestern Abend noch einen Bericht gesehen, dass einer da im Klintal seine Arme einbetoniert hat irgendwie. Und den haben sie aus dem Baum rausgeschnitten mit den einbetonierten Armen. Ja, da gab es ein Video dazu. Also das hat mich auch schockiert, muss ich sagen. Das sind so Bilder, die habe ich nicht erwartet hier. Das macht für mich klar, wie tief die Motivation ist. Also manchmal denke ich weiß gar nicht, ob wir das Opfer annehmen können. Das denke ich manchmal. Ich weiß, dass wir oft halt als Chaoten dargestellt werden, als Menschen, die im Baumhaus leben und dass das nicht alle Menschen machen können. Aber dadurch, dass wir auch die Bürgerinitiative haben, zeigen wir, dass wir eine breitere Unterstützung haben in der Gesellschaft. Im Dorfzentrum von Dannenroth bei Homberg ist das Gasthaus eine beliebte Anlaufstelle. Für Joschik ist es der einzige warme Ort in der Umgebung. Hier kann sie duschen, Wäsche waschen oder ihr Handy aufladen. Seit Beginn der Waldbesetzung hat sich die Gaststube in einen Lesesaal verwandelt. Die Studenten können von hier Online-Vorlesungen besuchen. Gastwirtin Ingrid Süßmann hat sich gern zu diesem Experiment in ihrer Gaststube überzeugen lassen. Ja, guten Morgen. Fallstrecke. Anfangs hat sie die Waschräume einmal in der Woche geöffnet, dann das ganze Haus. Jetzt übernimmt eine NGO die laufenden Kosten. Das WLAN muss noch verbessert werden. Gutes WLAN, gell? Morgen kommt er endlich von der Telekom. Ja, eine tolle Vorlesung für uns. Super. Ich hoffe, dass es dann besser wird und dass hier dann entsprechend gearbeitet werden kann. Wir sind es ja eigentlich gar nicht gewöhnt, dass da so viele Menschen jetzt aus den unterschiedlichsten Regionen auch hierher kommen. Und also ich empfinde es eigentlich als Bereicherung und man macht sich über vieles dann auch mehr Gedanken. Ne? In den vergangenen Tagen wurde der Polizeieinsatz verstärkt. Joschik nutzt die Möglichkeit für eine Nachricht an ihre Familie.
Ich schreibe jetzt meiner Familie, dass ich mich nicht mehr melden kann und werde dann das Handy verstecken, damit, falls die Polizei mich aufgreift, mir das nicht weggenommen werden kann. Ja. Deswegen sage ich ihnen, dass es mir gut geht und dass ich mich wieder melden werde und sie sich keine Sorgen machen brauchen. Aber sie machen sich natürlich trotzdem Sorgen. Tag für Tag rücken die Räumfahrzeuge näher. Die Schneise durch den Wald ist bereits zur Hälfte geschlagen. Jetzt fehlen nur noch 600 Meter bis zu Jošeks Barrio. In den nächsten Tagen wird es ernst, auch für Jošek. Ich will in keiner brennenden Welt leben. Und deswegen setze ich mich hier ein. Und mehr als mein ganzes Leben dem zu widmen, kann ich irgendwie auch nicht machen. Aber immerhin habe ich die Gewissheit, dass wenn mich in 40 Jahren ein Mensch fragt, so, hey, was hast du gemacht? Ihr wusstet das doch alle, werde ich sagen, ja, ich habe alles gegeben. Egal, wie es ausgeht. Noch einmal will Jošek schauen, ob es im Gemeinschaftsgarten was zu ernten gibt. Als sie vor einem Jahr mit der Besetzung begonnen haben, wollten sie nicht nur gegen etwas sein, sondern auch etwas zum Blühen bringen. Hallo, sieht sehr süß aus. Was macht ihr denn hier Schönes? So feministische Texte, Rassismus, da geht es viel um Gefängnis und Polizei. Ja. Ja, hallo, wir sind immer noch hier. Ich glaube, der Garten ist irgendwie sehr, sehr tot. Und irgendwie merke ich auch gerade, dass ich irgendwie auch gerade ein bisschen Abschied nehme. Weil ich nicht glaube, dass ich hier so oft noch sein werde können. Und ich war hier schon oft. Es war echt immer schön. Ich habe gehört, dass es eine Hundertschaft von unten Richtung Camp geht. Und würde mich jetzt, glaube ich, mal auf den Skype setzen. Ich würde mitkommen. Eine Hundertschaft auf dem Weg zu Jošeks Barrio. Alles, was wichtig ist, muss noch nach oben. Wir wissen nicht, was ihr Ziel ist. Ja, das ist schon stressig. Ja. Gehst du auf die Schaukel oder könntest du sie noch hochziehen? Weil wir wissen nicht, wie das geht. Ja, ich würde es versuchen. Yes, I will do it! Alle Bauten im Wald sind mit Seilen verbunden. Wenn ein Seil durchgeschnitten wird, können die Aktivisten abstürzen. Eine riskante Taktik, um die Räumung zu erschweren. Die Schnüre sind teilweise hier hoch und dann weiter noch weggespannt. Das heißt, dass wenn ein Mensch hier drin sitzt, mehrere Bäume geschützt werden können. Und dann kommt die Polizei. Die Hundertschaften haben vielfach die Ausbildung gerade erst absolviert. Einige sind nicht älter als Jošek und ihre Mitstreiter. Bauten im Bereich der Fällung stellen eine Ordnungswidrigkeit dar. Also ich sag's nicht nochmal, wie gesagt, wir haben keine Erlaubnis, hier ein Zelt aufzustellen. Wir haben jetzt 1 Minute Zeit, das abzubauen, ansonsten müssen wir es kaputt machen. Ja. Gut, wir dürfen das sowieso nicht hier aufstellen, das ist ein Angebot von uns, ne? Das ist leider so. Die Polizei will nach eigenen Aussagen die Versorgungsstrukturen der Aktivisten zerstören und deren Nachschub erschweren. Die Aktion zeigt Wirkung, auch bei Jošek. Das ist ja nur euer Job. Gleich geht ihr nach Hause. Zu euren Eltern oder Kindern oder Familie oder whatever. Und dann sagt ihr, ich habe heute wieder nur meinen Job gemacht. Und wenn in 10 Jahren die Welt brennt und eure Kinder euch fragen, was hast du gemacht? Dann sagst du, ich habe einen Pizzaofen zerschlagen. Weil das war mein Job. Ich merke, dass ich einfach richtig wütend werde. Ich bin richtig wütend.
und traurig und fühle mich auch teilweise machtlos. In den kommenden Tagen eskaliert die Situation. Die Stimmung ist angespannt. Bei der Räumung werden Seile, auf denen sich Aktivisten befinden, durchgeschnitten. Mehrere Aktivisten werden schwer verletzt. Vorwürfe gegen die Polizei werden laut. Auch die Polizei beklagt Verletzte. Und dass sie mit Fäkalien und Schneebällen beschmissen werden. Wir gehen davon aus, dass sich Steine in den Schneebällen befinden. Und sie reagieren. Unabhängige Beobachter kommen in den Wald und versuchen, die Lage einzuordnen. So wie Thorsten Felstehausen von der Partei Die Linke. Ja, guten Morgen, Hessischer Landtag. Sie dürfen natürlich leider nicht durchlaufen. Ja. Das heißt, Sie müssen einmal um die Kette rumgehen. Können Sie nicht eben kurz den Kollegen Bescheid sagen, Nein, bitte? das könnte ich nicht. Ich habe schon 5 andere heute abgewiesen. Das kann ich nicht. Sie dürfen das gerne nochmal mit meinem Kopfhörer ausgehen. Wunderbar, danke. Guten Morgen. Parlamentarische Beobachter. So ist es. Sind der Herr? Felstehausen. Okay. Alle Parteien und auch die Kirchen haben Beobachter geschickt, die sich untereinander austauschen. Immer im Geschehen, immer dabei. Ich glaube, alle Menschen, die hier arbeiten, alle Beteiligten auf beiden Seiten, die haben hier schlaflose Nächte auch hinter sich. Und ich glaube, das führt auch wirklich zu einer Gefährdungslage, weil man nicht mehr irgendwo eine Pause im Kopf hat. In der Übermüdung liegen die Nerven blank. Seit dem Absturz von Aktivisten eskaliert die Situation schnell. Thorsten Felstehausen wird zu einem Baumhaus gerufen, wo unerwartet Polizisten aufgetaucht sind. Go home or we send you home. Ja, Presse, da traut ihr euch nichts mehr, hä? Lohnt sich nicht mal dahin. Ist geschimmelt oder warum wirfst du es weg? Macht's gut. Wir kommen nachher nochmal. Bitte. Offensichtlich haben im Moment hier beide Seiten kaum Interesse an Deeskalation. Also es gibt ganz klassische Reizreaktionsschema. Die Polizei reagiert darauf, auch wenn es sehr niedrigschwellige Provokationen sind. Und dann schaukelt sich so eine Situation einfach hoch. In den kommenden Tagen wird es kalt. Minusgrade. Mittlerweile ist die Rodung fast bis zum Baumhaus von Joschik vorgedrungen. Der Kontakt mit ihr bricht ab. In dem Logistikcamp der Polizei gehen die Arbeiten weiter, trotz der zahlreichen Forderungen nach einer Pause. Seit 4 Monaten sind täglich bis zu 2000 Polizisten im Einsatz. Das Wetter und die Geschehnisse der vergangenen Tage sorgen auch hier für Gesprächsstoff. Der Abschnittsleiter des Einsatzes lässt sich begleiten. Seinen Namen will er nicht bekannt geben. Er nennt sich hier Thomas Müller. Heute geht's ja, regnet nicht. Nee, alles gut. Ja. Morgen soll es auch okay sein. Perfekte Bedingungen. Ich mache jeden Tag 4 Kreuze. Wenn wir hier im Dauerregen stehen würden, wäre das eine andere Hausnummer. Ja. Thomas Müller ist seit Anfang der Räumung im Einsatz. Ich bin jetzt jeden Tag hier und habe noch keinen Tag gehabt, an dem ich nicht einen parlamentarischen Beobachter dabei hatte, an dem ich nicht einen Medienvertreter dabei hatte und an dem ich nicht irgendeiner der Aktivisten gefilmt hat. Nichtsdestotrotz, es wird überprüft bei den Sachen, die am Anfang gewesen sind, als zum Beispiel von den Kollegen da die Seile durchgeschnitten worden. Das ist der Staatsanwaltschaft vorgelegt worden und die überprüfen das und dann kommt nachher dann was auch immer dabei raus, so wie die Justiz das beurteilt. Aber das gehört dazu. Thomas Müller ist im Einsatz einer der Ersten, der vor Ort ist. Er muss die Lage einschätzen und die Kollegen entsprechend vorbereiten. Ich glaube, je weiter wir hier den Fortschritt des Einsatzes haben, dass im Prinzip wir auch irgendwann an ein Einsatzende kommen werden und dementsprechend das dann schon sehr emotional und auch sehr erhitzt ist. Man braucht einfach so eine gewisse Resilienz auch, um auch nicht gleich über jeden Aktivist, der einem irgendwas an den Kopf wirft, dann direkt hektisch und emotional zu werden. Das muss man hinkriegen. Es bleiben nur wenige Meter bis zum Ende der Räumung. In Joschiks Barrio versammeln sich die Aktivisten.
Sie klettern immer höher, teilweise ungesichert in dünnen Baumstämmen. Bist du gesichert oder hängst du nur so? Im Moment an den Baum gesichert. Aber nur kurz. Ja. Ich habe ihn gefragt, ob er in der Sicherung ist. Wir haben immer auch mal Leute, die einfach nur so auf diesen Schaukeln sitzen, die man da oben auch hängen sieht. Die Bäume sind klamm, gerade die Buchen sind relativ rutschig. Und dann ist einfach ein anderer Grad der Gefährdung. Sie werden gleich durch Einsatzkräfte der Polizei sicher vom Baum begleitet. Ich spreche Ihnen einen Platzverweis für den gesamten Bereich des Dannröder Forstes aus. Des Weiteren wird geprüft, inwiefern Sie die Kosten für die Maßnahmen tragen. Ich will eine Zukunft, nicht euer Geld! Den Systemwandel, jetzt aber schnell! Doch schaut ihr in die Wälder, da sitzen Menschen gegen Treibhausgase! Natürlich bin ich genauso interessiert daran, was mit der Umwelt passiert, auch wie es mit dem Klima weitergeht. Und von daher kann ich schon nachvollziehen, dass das mit ein treibendes Element ist, warum die in Teilen auch so lange hier ausharren. Ja. Joschik sitzt weit oben in ihrem Baumhaus. Unten auf der Plattform harrt Fruchtzwerg aus. Polizisten und Räumfahrzeuge stehen da, wo die Aktivisten vor einigen Tagen gelebt haben. Hier ist gerade stressige Situation. Also es ist so eine Dampfwalze, die jetzt daherkommt. Hektisch versucht er, seine letzten Habseligkeiten zu retten. Was ist das da oben? Ja, kann bleiben. Ich glaube, jetzt ist es eh halbwegs zu spät. Also hier ist auf jeden Fall ewig Schad drum. Also ich hoffe, dass wir in der Zukunft auf das hier zurückblicken können und uns darauf einig sein können, dass das irgendwie krass ist und dass das irgendwie der falsche Weg war, der beschritten wurde. Auch Baumexperte Philipp Funk zieht es ein letztes Mal hierher. Die Menschen hier haben recht und die Politik hat es einfach noch nicht verstanden. Und mein Lieblingsschild da hinten war You want to bury us, but you forgot we are the seeds. Ich glaube, die Menschen, die hier im Wald sind und ein Jahr lang im Wald gelebt haben, die machen weiter. Und ich hoffe sehr, dass das die Politiker der Zukunft werden. ...20 Meter weiter oben bereitet sich Joschik auf die Räumung vor. Hey, ho, ein Bagger, der brennt, kaltes Nacht für die Straße. Als die Polizisten auf ihr Baumhaus kommen, klettert sie 5 Meter weiter hoch und versucht sich mit dem Spielen der Gitarre Mut zu machen. Wir sind richtig fertig und richtig müde auch alle, aber wir sind ungebrochen. Ja, ihr könnt unseren materiellen Kram von uns nehmen, ihr könnt uns räumen, aber dann gehen wir halt überall hin, ganz Deutschland, ganz Europa meinetwegen, und bauen halt neue Sachen auf. Joschik wird für 6 Stunden in Gewahrsam genommen. Alles verläuft friedlich. Auch die Gitarre bleibt heil. Wahrscheinlich wird Joschik wegen der Ordnungswidrigkeit eine Geldstrafe zahlen müssen. Ob die Kosten der Räumung auf die Aktivisten umgelegt werden, ist noch unklar. Die Angaben ihrer Personalien hat Joschik bis zum Schluss verweigert. Was sie nicht verstehen, ist, dass hier schon etwas passiert ist, was eine Veränderung bedeutet, die halt weiter vorangeht. Dass hier richtig viele richtig junge Menschen auch sind, die das nicht weiter hinnehmen werden. Also das ist nur der Anfang. Im Frühling soll der Bau der Autobahn beginnen. Bei Abschluss der Dreharbeiten leben immer noch Aktivisten in Baumhäusern entlang der Rodungsschneise.